Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind Q&A-Update für Vikings Dynasty, Tempest Rising mit höherem Zoom-Level, Age of Darkness im Angebot, Pithead Studios kündigen erstes Spiel nach Piranha Bytes aus an, Community-Items für Pioneers of Pagonia, Anno 117 mit modularen Schiffen und EA gibt völlig überraschend den Source-Code zu diversen Command & Conquer-Spielen frei. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Meine heutige Kaufempfehlung an euch ist Age of Darkness Final Stand, dazu aber gleich noch mehr. Mit Vikings Dynasty entsteht aktuell bei den Digital Daredevils ein weiterer Ableger in der bereits sehr umfangreichen Dynasty-Reihe, von welcher euch vor allem Medieval Dynasty ein Begriff sein sollte. Zum Titel, welcher erst vor wenigen Wochen angekündigt wurde, könnt ihr auf deren Discord Fragen stellen, die dann von den Devs in sogenannten Q&A-Videos beantwortet werden. Das Besondere, diese Videos sind vorbildlich auch auf Deutsch verfügbar und geben bereits jetzt detaillierte Einblicke in die Entwicklung von Vikings Dynasty. So wurde bereits die Schifffahrt genauer vorgestellt, auf den Charaktereditor eingegangen und auch der Mehrspielermodus bestätigt. General, congratulations. Your work in the field speaks for itself. Wenige Wochen vor Release habe ich mich nochmal in die aktuelle Tempest Rising Demo gestürzt und die 4 verfügbaren Singleplayer-Kampagnenmissionen gespielt. Tatsächlich gleichen sich diese Missionen nicht mehr 1:1 der früheren Versionen, was auf deutlich mehr Feinschliff hindeutet. Bemerkenswert ist aber das neue, deutlich höhere Zoom-Level, was euch einen viel besseren Überblick gibt und das Spiel so auch viel runder macht. Neu ist auch, dass ihr Hotkeys jetzt selbst wählen könnt, die Tempest-Sammler schlauer gemacht wurden und sich so automatisch sinnvoll auf verfügbare Felder verteilen, sowie erstmals deutsche Untertitel. Ob Tempest Rising am Ende noch eine deutsche Sprachausgabe bekommen wird, ist aber immer noch völlig unklar. Ich gehe aber eher nicht mehr davon aus. Tempest Rising erscheint am 24. April 2025 und für Besteller der Deluxe Edition bereits 7 Tage früher. Age of Darkness Final Stand ist ein Survival-Strategiespiel im Dark-Fantasy-Stil, in dem ihr die letzte Bastion der Menschheit gegen die Horden der Nachtmaren verteidigen müsst. Das Spiel ist also quasi They Are Billions im Mittelalter mit Monstern statt Zombies. Der Titel hat mittlerweile Version 1.0 erreicht und ist damit Feature-Complete und sogar im Koop spielbar. Und jetzt kommt's, bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr Age of Darkness für gerade mal 13 € mitnehmen, was ich euch für diesen Preis uneingeschränkt empfehlen kann. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal hier sehr. Vielen Dank. Verdammt, wo bin ich denn hier bloß hineingeraten? Nachdem sich die ehemaligen Gothic, Risen und Elex-Entwickler nach der Schließung der Piranha Bytes Studios in alle Winde verteilt hatten, blieb vor allem die Familie Pankratz medienwirksam weiterhin in der Öffentlichkeit, welche kurzerhand mit Pithead ihr eigenes Indie-Studio gründeten. Ihr Erstlingswerk hört auf den Namen Gralon und ist ein klassischer 3D-Dungeon-Crawler, der von der Presse wie auch den verbliebenen Fans abgefeiert wird, was ich ehrlich gesagt anhand dem Gezeigten nicht so ganz nachvollziehen kann, aber gut. Im Spiel sollt ihr dann den namensgebenden Gralon verkörpern, der auf der Jagd nach einem Dämonen in einen Minenschacht fällt und dann da quasi wieder rauskommen muss. Das Ganze soll eine Hommage an Klassiker dieses Genres werden und zusätzlich den rauen Ton der Gothic-Spiele übernehmen. Viel mehr außer langen leeren Schlauchlevels, simplem Hack and Slay sowie ein paar Gegenständen zum Aufheben konnte man aber noch nicht erkennen. Deshalb gibt es wohl auch noch kein Release-Jahr. Zum Einsatz kommt die Unreal Engine 5. Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? We face the dangers that lie in wait for us.
Whatever. Klein aber fein verfügt Pioneers of Pagonia ab sofort über sogenannte Sammelkarten, Profilhintergründe und Emojicons. Diese Community-Gegenstände erhaltet ihr durch das simple Spielen des Spiels und könnt dann anschließend mit euren Freunden tauschen, um Sets voll zu bekommen, für welche es dann Belohnungen in Form von Steam-Profil-Hintergründen oder so Kram halt gibt. Ich sag mal so, wer es braucht, möge glücklich damit werden. Take up the tools, pioneers. There's still so much to do. Viel interessanter ist da das neue Material zu Anno 117, welches anlässlich des Fanfestes von IGN gezeigt wurde. So wurde hier, neben ersten echtem Ingame-Material, durch welchen man auch in einem keltischen Steinkreis eine Art Opferzeremonie beiwohnen konnte, so mehr oder weniger auch der Kampf zu Land bestätigt. Denn auf dem kurzen Material sind klar berittene sowie Fußsoldaten der Römer zu erkennen. Mehr aber noch sollen sich Schiffe in Anno 117 modular aufrüsten lassen und sind zudem von der Windrichtung abhängig. So fahren Schiffe mit mehr Segeln bei entsprechendem günstigen Wind deutlich schneller oder gleichen das alternativ mit Rudern aus, was dann aber wiederum eine Besatzung erfordert, die durch die ständige Kraftanstrengung Nahrung benötigt, welche dementsprechend mitbefördert werden muss und euch so kostbaren Laderaum kostet. Alternativ könnt ihr aber auch einen Turm für Bogenschützen installieren lassen oder euer Schiff gleich mit einem mächtigen Katapult versehen, um dann wohl auch gegen Befestigungen oder Mauern vorgehen zu können. Im April will Ubisoft Mainz dann endgültig die Hose runterlassen und einen tieferen Blick ins Spiel gewähren. Seid ihr also gespannt, dieser Titel ist wohl das Highlight in diesem Jahr. Zum Abschluss der Woche hat mir dann aber noch eine andere Aktion die Kinnlade runterklappen lassen. Mal davon ab, dass ihr aktuell wieder alle C&C-Spiele für 6 € bei Steam mitnehmen könnt und damit für die mit Add-ons 17 Titel unter 40 Cent pro Stück bezahlt, also kaufen, hat ihr jedoch tatsächlich auch noch den Source-Code zu diversen C&C-Titeln an die Community übergeben, welche ihr euch jetzt ganz einfach über Reddit runterladen könnt und danach damit machen könnt, was ihr wollt. Willkommen, Commander. Brutalst. Ubisoft, nehmt euch doch bitte ein Beispiel und gebt uns das endlich für die Siedler 3 und 4. Ihr könnt also ab sofort den Source Code von Red Alert, Generals und Zero Hour sowie Tiberian Dawn und Renegade nutzen, wohingegen die Titel Tiberian Wars, Red Alert 3 sowie ebenfalls Renegade und Generals um den Steam Workshop erweitert wurden und Modern damit Tür und Tor geöffnet haben. Das Ganze hat natürlich auch einen fetten Haken, denn mit der Übergabe an die Community hat man bei EA auch klargestellt, dass es keinen weiteren RTS-Teil für die Serie geben wird und das damit als finales Ende für Command & Conquer bezeichnet. Vielleicht noch erwähnenswert wurde in diesem Zug auch das mal unter Volker Wertig entstandene 13 Jahre alte Tiberian Wars Browser-Game auf Steam ergänzt, welches ihr aber ehrlich gesagt nicht unbedingt gezockt haben müsst. In diesem Sinne, welcome back Commander, noch ein schönes Restwochenende, gönnt euch Age of Darkness und bis zum nächsten Mal.